Grüß euch, liebe Zuseher. Ich möchte heute gern wieder ein Vergleichsvideo bringen und habe mich für den Cane Corso und den Mastino Napoletano entschieden. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher. Heute möchte ich gerne wieder einmal zwei Hunderassen miteinander vergleichen und habe mich für den Mastino Napoletano und den Cane Corso entschieden. Das sind zwei Hunderassen, welche sich doch sehr ähnlich sind, sehr nah miteinander verwandt sind. Ja, und in Zukunft möchte ich auch einmal Hunderassen miteinander vergleichen, die doch konträr zueinander stehen. Doch heute habe ich mich für diese beiden Molosser entschieden. Ich habe das wieder in mehrere Unterkategorien eingeteilt und vergebe hier Punkte von 1 bis 10, wobei die 1 immer für das schwächste Ausmaß und die 10 immer für das stärkste Ausmaß steht. Ja. Ich möchte zuerst vielleicht kurz mal auf beide Rassen eingehen und nehme mal den Cane Corso her. In einem vorangegangenen Video von mir habe ich diesen Hund schon beschrieben und wir wissen, der Cane Corso ist ein direkter Abkömmling der römischen Legionärshunde, also des sogenannten Canis Pugnax, stammt in direkter Linie von diesem Kriegshund ab, ja, und wurde in späterer Zeit, als keine Kriegshunde mehr benötigt wurden, fand er seinen Nutzen als Jagdhund, als Bauernhund, als Treibhund und so weiter, auch als Polizeihund später dann, ja, bis ihn dann Hundefreunde in Italien wieder ausgruben, da er schon knapp vor dem Aussterben gestanden ist und ihn wiederbelebt haben. Ja. Ähnliches gilt für den Mastino Napoletano, auch der stammt in direkter Linie vom Canis Pugnax ab und man sagt heute, ich glaube 2017 wurden da so genetische Forschungen in Auftrag gegeben, wo man herausgefunden hat, dass der Cane Corso, also sein näherster Verwandter der Mastino ist, und man geht heute sogar davon aus, dass der Mastino Napoletano und der Cane Corso noch vor nicht allzu langer Zeit, ja, ein und derselbe Hund waren. Nur, wie wir heute wissen, ist es vermehrt bei vielen Hunderassen so, dass es da einige Leute gibt, die sich dann blöderweise auch mit ihrem Standard und weltweit auf den Ausstellungen durchsetzen. Das ist die Extremzucht. Und so war das ähnlich auch beim Mastino Napoletano. Hier hat man aus einem gebrauchstauglichen, aus einem anatomisch recht gesunden Hund eine Karikatur geformt. Ja. Und ich sage mal so, der Cane Corso ist der gebrauchstaugliche, der taugliche, ja, der Top-Mastino. Und der Mastino, die zur Karikatur verkommene Ausgabe des Cane Corsos. Hier gibt es übrigens auch mehrere Beispiele bei anderen Hunderassen. Nehmen wir den Bull Mastiff und den Mastiff her, den Old English Mastiff, welcher heute auch nicht mehr so aussieht wie der urenglische Mastiff. Ja. Es wurden schon andere Hunderassen noch eingezüchtet. Doch auch hier haben wir, sage ich mal, mit dem Old English Mastiff einen Hund, welcher eher zur Karikatur verkommen ist, weil zu schwer, und der Bull Mastiff, der eine Kreuzung aus Bulldog und Mastiff ist, eigentlich noch einen sportlichen Mastiff darstellt. Ich könnte da noch ein Beispiel bringen mit der englischen Bulldogge, mit der heutigen, und dem Continental Bulldog, da sieht das ähnlich aus. Ja. Also zurück zum Mastino Napoletano und Cane Corso. Die beiden Hunderassen sind sehr stark miteinander verwandt, ja, haben sich dann nur etwas auseinanderentwickelt, wobei man beim Cane Corso immer den Fokus auf die Gebrauchstauglichkeit gelegt hat oder auch späterhin dann gelegt hat. Der Cane Corso und der Mastino Napoletano fand seinen Platz bei Züchtern, also bei Leuten, die das Extreme, ja, forcierten. Wenn man sich einen Cane Corso ansieht, und einen Mastino ansieht, es besteht eine optische Ähnlichkeit, doch der Mastino ist immer der meistens größere Hund, schwerere Hund, hat extrem viel lose Haut, aber in die Eigenschaften, in die Attribute bei der Hunderassen möchte ich jetzt sowieso gleich detaillierter gehen. Und deswegen möchte ich gleich mit dem Cane Corso und mit der Triebigkeit beginnen. Und bei einer Skala von 1 bis 10 möchte ich dem Cane Corso hier eine 5 verleihen. Aufgrund dessen, der Cane Corso ist ein Vertreter der Molosser-Rassen, ja, und gehört allein schon deswegen nicht zu den triebigsten Hunderassen der Welt. Ich sage mal, ja, Dogo Argentino, den stelle ich als triebigsten Molosser vor, aber der Cane Corso bewegt sich
im guten Mittelfeld. Deswegen gebe ich ihm eine 5. Es ist kein unheimlich triebiger Hund, doch er gehört zu den sportlichsten Molosser-Rassen, ja, nicht zu den sportlichsten Hunden weltweit, aber es ist ein Hund, der doch recht bewegungsfreudig ist. Ja. Nichts im Vergleich zu einem Dobermann oder einem Malinois, ja, aber ein sehr sportlicher Molosser. Deswegen gebe ich dem Cane Corso bei der Triebigkeit eine 5. Beim Mastino Napolitano ist das Ganze etwas verkümmert. Ja. Und wenn ich hier eine 0 vergebe ich gar nicht, ja. Aber wenn ich hier eine 1 vergebe, dann ist der Hund bewegungstechnisch schon fast tot. Ja. Aber dem Mastino Napolitano schenke ich somit eine 2, denn dieser wuchtige Molosser ist dafür bekannt, dass er ein sehr, sogar unter den Molosser-Rassen, ja, ein phlegmatischer, ruhiger Hund ist. Ja. Also von Triebigkeit hat der Molosser in 9 von 10 Fällen noch nichts gehört. Ja. Es ist eher kein Hund für Sportler, für Hundesportler oder Läufer, Radfahrer, die ihre Hunde mitnehmen wollen. Der Mastino Napolitano ist ein sehr phlegmatischer, ich möchte nicht sagen fauler Hund, aber man könnte es so betiteln, Hund. Deswegen gebe ich dem Mastino bei der Triebigkeit eine 2. Bei der Leistungsfähigkeit, ja, da spielt der Cane Corso bei den Molosser-Rassen auch oben mit. Ja. Es ist ein sehr sportlicher Molosser. Ja, er ist nicht übermäßig schwer. Ja. Er ist recht gesund gebaut. Ich traf vor kurzem wieder einem Herrn mit einem American Staffordshire Terrier, einer Hündin und einer Cane Corso Hündin. Die Cane Corso Hündin war nicht viel größer als die Staff Hündin und er sagte mir, dass das eine Working Cane Corso Hündin ist. Also der arbeitet mit ihr am Abrichteplatz und ich weiß auch aus Erfahrung, dass man mit dem Cane Corso recht gut am Abrichteplatz arbeiten kann. Er ist genauso wenig wie alle anderen Molosser-Rassen ein typischer Gebrauchshund, doch recht gut zu führen am Abrichteplatz. Ja? Also man kann mit dem Cane Corso den einen oder anderen eingefleischten Gebrauchshunde-Fan mit Sicherheit, wenn gut geführt, überraschen. Deswegen gebe ich ihm bei der Leistungsfähigkeit eine 7. Ja? Den Mastino vergebe ich hier eine 3. Warum? Oftmals sind die Mastinos, speziell die Showlinien, ja, viel zu schwer. Also da gibt es wirklich Rüden mit über 90 Kilo Gewicht, bei nur, sage ich mal, knapp 80 cm Schulterhöhe. Sie können sich in etwa vorstellen, wie das dann aussieht. Diese Hunde sind einfach zu schwer, ja, zu klobig. Die haben allein die Haut, die überschüssige Haut, was die wiegt, wie die diesen Hund belastet. Man sieht bei den Bewegungen, beim Bewegungsablauf dieses Hundes, dass er sich mit dem allen schwer tut. Ja. Also eine Leistungsfähigkeit von einer 3 gebe ich dem Mastino Napolitano, da es nicht wirklich ein leistungsfähiger Hund ist. Ja. Ist so. Tut mir leid für alle Mastino-Fans. Es ist ein toller, ein guter Hund, doch wenn es um diese Kategorie geht, hat er mit Abstrichen zu rechnen. Ja. Territorialverhalten, ja, und hier zeichnet sich der Cane Corso aus. Ja. War schon immer ein Wächter, ein Beschützer, ehemaliger Kriegshund, der musste aufpassen auf den Trost, der musste aufpassen auf seine Leute. Territorialverhalten ist beim Cane Corso wie bei vielen Molosser-Rassen stark ausgeprägt. Und hier vergebe ich dem Cane Corso eine gute 8. Ist ein fantastischer Wächter. Ja. Mastino Napolitano hinkt da nicht viel hinten nach. Ja. Also vom Territorialverhalten, ein Mastino kann ein vorzüglicher Wachhund sein. Ja. Ein Gartenbewacher, ja, ein Grundstücksbewacher. Und möchte dem Mastino hier eine 7 geben. Beim Schutztrieb, ja, da gibt es gar nichts zu sagen. Beim Cane Corso gehört mit zu den für mich 10 besten Schutzhunderassen auf der ganzen Welt. Und ohne viel überlegen zu müssen, bekommt der Cane Corso hier beim Schutztrieb von mir eine 10. Und der Mastino Napolitano, und das wird vielleicht den einen oder anderen überraschen, kann ein unheimlich grimmiger Beschützer sein. Ja. Das hat nichts mit der Leistungsfähigkeit jetzt zu tun oder mit der Triebigkeit zu tun. Der Mastino Napolitano, wenn er geprägt ist auf seine Familie, nimmt einen großen natürlichen Schutztrieb mit. Ja. Und glauben Sie mir, auch wenn der Hund noch so wenig leistungsfähig ist, ein entschlossener Mastino Napolitano ist nicht Ihr Lieblingsgegner. Deswegen vergebe ich beim Schutztrieb dem Mastino Napolitano eine 8. Bei der Verträglichkeit, und hier möchte ich mich begrenzen auf Verträglichkeit zwischen gleichgeschlechtlichen Hunden. Ja. Hier kann es mit Cane Corso manchmal ein bisschen kantig werden. Ja. Das sind erwachsene Cane Corsos, ob Hündinnen oder Rüden, sind sehr starke, selbstbewusste Hunde, die sich auch gern mal behaupten. Deswegen vergebe ich den Cane Corso hier bei der Verträglichkeit eine 5 und den Mastino würde ich in etwa in dieselbe Reihe rein, nur ist er weniger triebig und
weniger leistungsfähig. Das bedeutet, er hat von Haus aus schon etwas weniger Lust, ja, sich hier zu behaupten oder durchzutanken bei anderen gleichgeschlechtlichen Hunden. Deswegen vergebe ich den Mastino bei der Verträglichkeit eine 6. Ja, bei der Gesundheit wird es jetzt ein bisschen happig. Molosser-Rassen gelten im Allgemeinen nicht als die gesündesten Hunderassen der Welt. Warum? Hauptsächlich spielt hier das Gewicht eine Rolle. Ja. Doch gehört der Cane Corso mit Sicherheit zu den gesündesten Molosser-Rassen weltweit. Ja. Und ich vergebe dem Cane Corso hier bei der Gesundheit eine 7, weil ich glaube, dass er nicht so sehr zu HD neigt wie viele andere Hunderassen. Außerdem hat er nicht die derartige Faltenbildung, um Bakterienwuchs zwischen den Falten zu fördern, wie vielleicht andere Molosser-Rassen. Mit was es eventuell bei ihm Probleme geben könnte, ist natürlich Hüftgelenksdysplasie oder Ellbogendysplasie, wie bei allen anderen großen, schweren Hunden auch. Doch eher kann es sein, dass man einen Cane Corso erwischt, von einer Linie erwischt, der ein bisschen ein Problem mit den Augen hat, wegen den Hängelidern. Ja. Also ich möchte den Cane Corso bei der Gesundheit eine 7 vergeben und dem Mastino Napolitano nur eine 5. Der Mastino gehört mit Sicherheit zu den am wenigsten gesunden Molosser-Rassen. Ja. Ich sah fürchterliche, also Mastinos in fürchterlich gesundheitlichen Zustand. Teilweise Hunde, welche auf ihren Ellbogen gingen, weil ihre Bänder so überdehnt waren. Ja. Hunde mit schwerer HD und so weiter und so fort, die sind oftmals zu schwer. Das heißt nicht, dass jeder Mastino Napolitano einer Krankheit verfällt. Ja? Nicht jeder. Doch die Möglichkeit, einen Mastino Napolitano zu ergattern, welcher an Augenentzündung erkrankt oder an dauernden Hautproblemen wegen den starken Falten, welcher dieser Hund aufweist, und wenn diese nicht wirklich dauernd gereinigt, gesäubert werden, bilden sich hier oftmals Bakterienstämme, die Haut entzündet sich und oftmals haben diese Hunde auch Probleme mit dem Bewegungsapparat. Muss nicht sein, doch die Möglichkeit ist doch viel häufiger bei einem Mastino als bei einem Cane Corso. Deswegen, wie gesagt, beim Cane Corso bei der Gesundheit eine 7 und beim Mastino Napolitano eine 5. Bei der Größe, ja, der Cane Corso gehört zu den großen Hunderassen. Nicht unbedingt zu den sehr großen und gar nicht zu den Riesenrassen, aber zu den großen Hunderassen. Gepaart mit seiner Substanz würde ich sagen, vergebe ich dem Cane Corso bei der Größe eine 8. Ja? Wenn eine 9 eine sehr große Hunderasse ist und eine 10 eine Riesenrasse. Dem Mastino gebe ich eine 9, also dem Cane Corso eine 8, dem Mastino eine 9. Der Mastino ist oftmals größer als der Cane Corso. Ja? In den USA sind Cane Corsos oft größer als in Europa. Bleiben wir in Europa, und in Europa ist der Mastino oftmals der größere der beiden. Ja? Und zu 99% auch immer der schwerere. Das heißt, er hat mehr Substanz, er ist höher. Deswegen gebe ich dem Mastino bei der Größe eine 9. Beim benötigten Platz, ja, Molosser, beide. Die triebigeren Molosser wie der Togo und der Presa Canario, ja, brauchen vielleicht etwas mehr Platz. Doch weder der Cane Corso noch der Mastino Napolitano sind Hunde, welche in der Wohnung oder im Haus ständig unterwegs sind. Ständig. Ja. Natürlich wechseln sie die Plätze, ja, aber das sind typische Molosser. Die kommen nach einer Gassi-Runde nach Hause, die legen sich auf ihren Platz oder fressen vorher, legen sich auf ihren Platz und schlafen. Ja. Dafür sind eigentlich beide bekannt. Deswegen würde ich sagen, hält sich das hier in Grenzen und ich gebe dem Cane Corso eine 5 beim benötigten Platz und dem Mastino Napolitano auch. Bei der Fellpflege sind sich auch beide ebenbürtig. Lassen wir mal die vielen Falten, die pflegebedürftigen Falten beim Mastino weg und gehen wir rein nur aufs Fell. Ja? Und hier gebe ich beiden nur jeden eine 3. Ja? Also das ist wirklich keine Zauberei, das Fell vom Mastino Napolitano und vom Cane Corso zu pflegen. Deswegen beim Cane Corso bei der Fellpflege eine 3 und beim Mastino Napolitano ebenfalls eine 3. Futterkosten, ja, beides große, schwere Hunde. Triebigkeit hält sich aber bei beiden in Grenzen. Und obwohl der Cane Corso etwas triebiger, also schon etwas viel triebiger ist als der Mastino, ist der Mastino dafür größer und schwerer. Also gleicht sich das in etwa aus, ja, aber ist alles zu handeln. Also Armfressen werden sie weder ein Mastino noch ein Cane Corso. Ich möchte bei den Futterkosten den Cane Corso eine 7 vergeben und dem Mastino Napolitano ebenfalls eine 7. Bei der Familientauglichkeit, und hier spreche ich vom Zusammenleben der Hunde im engsten Familienkreis, Vater, Mutter, Kind,
auf engstem Raum. Ja? Und ja, da sind sich auch beide ebenbürtig. Sind beides Molosser, welche dafür bekannt sind, wenn sie gut erzogen, gut sozialisiert wurden und sich ins Familiengefüge eingefügt haben, ja, dass sie einfach Top-Familienhunde sind. Ja? Sowohl tolle Kameraden, Kumpels zu den Kindern und absolut liebevolle Familienhunde. Da gibt es gar nichts. Deswegen bekommt der Cane Corso bei der Familientauglichkeit von mir eine 9 und der Mastino Napolitano ebenfalls. Und dann sind wir zum Schluss bei der Ersthundetauglichkeit. Und hier schlägt der Mastino Napolitano den Cane Corso meiner Meinung nach. Sie ähneln sich beide, doch der Cane Corso ist mit Sicherheit der weit triebigere Hund, der leistungsfähigere Hund, der kantigere Hund, ja, auch was die Verträglichkeit betrifft. Ja. Und beide sind keine Ersthunde für mich. Ja. Muss jeder selbst wissen, was er tut, aber es sind keine typischen Ersthunde. Gar kein Molosser, meiner Meinung nach. Ja. Bei der Ersthundetauglichkeit gebe ich dem Cane Corso eine 4 und dem Mastino Napolitano eine 5, aber nur deswegen, weil er weniger triebig ist, ja, weil er weniger leistungsfähig ist, weil er etwas verträglicher ist als der Cane Corso. Deswegen auch nur eine 5. Dem Cane Corso eine 4. Ja, das war es eigentlich schon wieder. Ich lasse das kurz nochmal stehen. Ich möchte noch zum Schluss sagen, es sind beide Hunde toll. Ja? Und wenn Sie ein Mastino-Freund sind, dann seien Sie jetzt bitte aufgrund dieses Videos auf mich nicht beleidigt. Ich wollte diesen Hund nicht schlecht machen. Er schneidet nur in diesen Kategorien mit Sicherheit schlechter ab als sein ganz naher Verwandter, der Cane Corso. Das ist so, da brauchen wir uns nicht anlügen. Doch, der Mastino Napolitano ist ein Top-Hund für Leute, die nicht sportlich unterwegs sein wollen, ja? Die ein Grundstück haben mit Garten, wo sie einen großen, beeindruckenden Hund wollen, der einen Top-Familienhund darstellt und einen zuverlässigen Bewacher darstellt. Für solche Menschen ist ein Mastino Napolitano jederzeit geeignet. Ein Mastino ist mit Sicherheit ein respekteinflößender, extrem ernstzunehmender Wach- und Schutzhund. Geht nichts drüber. Über die Optik, das ist eine Geschmackssache, wie bei allen Hunderassen, ja. Und wegen der Gesundheit, ja, es muss nicht sein, ja. Doch, Sie wissen, was ich meine. Also wie gesagt, beide Hunderassen Top-Hunde. Ich stehe halt immer mehr auf die leistungsfähigeren Hunde. Deswegen hat aber nicht der Cane Corso hier von mir im Endeffekt den Vorzug bekommen, sondern ich habe mich auf Fakten gehalten. Das war's schon wieder. Ich möchte mich für Ihr Zusehen bedanken, würde mich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und ja, kann nur sagen, ja, sowohl der Cane Corso als auch der Mastino Napolitano. Für alle Molosser-Fans immer eine Wahl. Das war's schon wieder.